Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind hier am südlichsten Zipfel von Mallorca und starten auch gleich mit einer Wanderung. Da soll eine sehr schöne Bucht sein und da wollen wir jetzt mal hin. Und mit wem sind wir da? Ja, wir sind mit zwei ganz tollen Leuten, mit Laura und André von Oscar the Explorer. Hallo! Wow, also dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, so einen türkisen Strand oder Meer haben wir wirklich, glaube ich, noch nicht gesehen auf dieser Insel. Und es ist auch richtig warm. Ich hoffe, wir hüpfen da jetzt mal gleich rein. Das war ja mal ein schöner Strand. Ja, der war richtig schön. Also ich glaube, das ist einer der schönsten Strände, die wir hatten hier auf Mallorca. Ja, schon. War nicht gerade einfach zu erreichen, aber Ja. hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ja, wir mussten ihn uns erarbeiten. Jetzt laufen wir zurück zum Van und ja, dann schauen wir mal, wie es heute Abend weitergeht. Wahrscheinlich nicht mehr viel, aber Nö. wir schauen dann. Heute widmen wir uns einem anderen Thema, nämlich uns ist das Gas ausgegangen. Genau. Ja. Ja, bis jetzt haben wir eine 2-Kilo-Flasche als Notlösung verwendet, die wir immer bei uns haben. Aber heute wollen wir mal eine langfristigere Lösung suchen. Also wir schauen, ob wir die 5 oder 6 Kilo Flasche, die wir aus Deutschland haben, auffüllen können. Ja. Und dazu gibt es in Palma, soll es jemanden geben, der das macht. Da fahren wir jetzt mal hin und dann schauen wir mal weiter, ob es geht. Wir sind wieder unterwegs und zwar fahren wir jetzt Richtung Osten. Da gibt es noch eine Ecke, die wir noch nicht gesehen haben. Wir haben uns deswegen auch schon von Laura und André verabschiedet. Ja, das Gas, das konnten wir nicht lösen. Deutsche Gasflaschen und allgemein Gasflaschen werden auf Mallorca nicht befüllt. Deutsche eben halt schon gar nicht. Und ja, deswegen werden wir einfach mit unserer kleinen 2 Kilo Reserveflasche durchkommen müssen. Der Herr im Eisenbahnladen war aber sehr hilfreich. Er meinte, die Flasche ist ja noch fast voll, die kleine. Also ja, schauen wir mal, ob wir da 1-2 Wochen durchkommen damit. Und ganz zur Not haben wir noch einen kleinen Campingkocher. Also damit kommen wir auch noch mal 1-2 Tage um die Runden. Ja, also fahren wir mal in den Osten, denken mal nicht zu viel an das Gas und ja, konzentrieren uns auf die schönen Erlebnisse, die noch kommen. Wir sind nun am Schlafplatz angekommen. Wir befinden uns hier in der Cala Mesquita. Ich glaube, so heißt Cala es. Mesquita. Ja, Jessie ist bereits am Kochen. Der Grund dafür ist, wir wollen heute richtig früh ins Bett gehen, weil wir morgen eine Sonnenaufgangwanderung machen wollen. Und ja, wir wollen etwa um 6 Uhr früh losstarten. Und aus diesem Grund essen wir heute früher als sonst und gehen auch früher schlafen.
sind ready to gehen. Es war gerade richtig unheimlich. Auf einmal haben wir ein Rascheln gehört im hohen Gras und durch die Lampen haben Augen reflektiert. Das war richtig schräg. Dann haben wir gemerkt, dass das nur die Ziegen sind, die hier auf Mallorca ja praktisch überall sind. Aber im ersten Moment war es schon ganz schön schräg. Wir haben es geschafft! Es war ziemlich anstrengend, aber wir haben es noch vor dem Sonnenaufgang geschafft und jetzt genießen wir es nur noch. Also das frühe Aufstehen hat sich wirklich gelohnt. Der Sonnenaufgang hat definitiv unsere Erwartungen getoppt. Und die Aussicht, die ist ja wirklich traumhaft. Also hier drüben sieht man sogar Kap Formentor, wo wir ja auch schon mal waren. Und ja, also die Stimmung war einfach traumhaft. Wir machen uns jetzt aber auf den Rückweg. Es ist nämlich doch ganz schön frisch hier oben. Und wir brauchen endlich unseren Kaffee. Also gehen wir jetzt zurück in den Bus und frühstücken mal richtig. Ja, etwas, womit wir aber morgens kämpfen, ist immer noch unser Gasproblem. Wir konnten das noch nicht lösen. Und deswegen lösen wir das hiermit, mit unserem Campinggaskocher. Roberto ist mittlerweile richtig routiniert, würde ich sagen. Ja. Und ja, damit machen wir jeden Morgen unseren Kaffee. Und Frühstück ist halt auch nicht mehr warm, sondern Brötchen oder Müsli. Aber man will sich nicht beschweren. Ich glaube, auch das ist ganz in Ordnung. Ja, ansonsten machen wir heute nicht mehr so viel. Wir haben noch Rechnungen zu zahlen und wir möchten ein bisschen unsere weitere Route planen. Also gibt es wohl eher so einen Admin-Tag, wo wir da ein paar Erledigungen machen. Was für ein schöner Tag heute ist. Das müssen wir unbedingt nutzen, denn die letzten Tage haben wir ja nicht so viel unternommen. Darum wollen wir heute Steinformationen anschauen, die hier in der Nähe sind. Aber vorher müssen wir noch was erledigen, denn ja, unsere Gassituation ist immer noch dieselbe. Und für unser Provisorium brauchen wir neue Gaskartuschen. Die holen wir im Decathlon ab und danach geht's ans Vergnügen. Tja, scheint wohl, als wäre alles ausverkauft. Wir haben aber einen Tipp gekriegt, und zwar im Baumarkt sollten Sie die auch haben. Also fahren wir jetzt dahin und starten einfach den zweiten Versuch. So, diesmal waren wir jetzt doch etwas erfolgreicher. Wir haben hier eine 450 Gramm Kartusche und das sollte jetzt mal ein paar Tage reichen. Also sind wir hier fertig und fahren endlich ans Meer zu den Steinformationen. Wir starten direkt von der Cala Sestany del Mas oder so ähnlich. Und ja, ich ziehe noch meine Schuhe an und los geht's.
Wow, das ist so eindrücklich hier mit diesen Höhlen und die Farbe. Das ist jedes Mal so beeindruckend, also dass man das eigentlich vor der Haustür in Europa hat. Nicht schlecht. Wow, also Steinformation gut, aber das hier hatten wir ja wirklich nicht erwartet. Das ist die Farben und ein riesiger Bogen. Also sowas haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Es ist einfach so schön hier. Wir haben auch richtig viel Zeit hier verbracht. Die Sonne steht schon ganz tief und ja, ich glaube, für uns wird es Zeit, langsam zurück zum Bus zu gehen. Ist eine Dreiviertelstunde und wir sehen uns morgen wieder. Ja, wir sind gestern Abend noch nach Porto Colom gefahren. War nicht so einfach, einen Stellplatz zu finden, aber schaut mal her. Sieht doch richtig schön aus hier, die Aussicht nach hinten. Jessie hat sich heute bereits schon die Haare gewaschen und ich komme als Nächster dran. Ja, und danach werden wir noch gemütlich frühstücken und das kleine Städtchen Porto Colom anschauen. Und da nehmen wir euch natürlich auch mit. Porto Colom ist eine richtig süße Stadt, hat uns ganz gut gefallen mit den farbigen Häusern und den Toren. Haben wir so auf Mallorca auch noch nicht gesehen. Also wirklich sehr hübsches Städtchen. Wir gehen jetzt zurück in den Bus und wir sehen uns wieder im Herzen von Mallorca. Dort ist nämlich eine kleine Stadt, die den schönsten Markt Mallorcas haben soll. Und da wollen wir uns den natürlich anschauen. Da sind wir in Sineu. Hier findet einmal die Woche, immer mittwochs, ein Markt statt. Soll wohl einer der größten von Mallorca sein. Also schauen wir uns den mal an.
einen Markt zu besuchen. Diesmal war es nochmal etwas anders, weil man ja alles Mögliche kaufen konnte über Eisenwaren, Kleidung, auch ein paar Flohmarktstände gab es hier. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Weniger schön war, und das haben wir absichtlich nicht aufgenommen, man kann hier auch lebende Tiere kaufen. Also über Hühner, Esel, ein Fohlen war da, ein Kalb, auch Hunde im Käfig, und das fanden wir halt nicht so toll. Ist verständlich, dass das Tradition hat, aber trotzdem, ja, irgendwie heutzutage würde man das nicht mehr so erwarten. Wir beenden damit jetzt auch dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst uns doch ein Like da. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch auch noch. Das würde uns sehr freuen. Und damit sehen wir uns wieder in 2 Wochen. Tja, wir hatten die grandiose Idee, Kaffee zu machen. Und wir haben kein Feuerzeug, keine Streichhölzer, gar nichts, um die Flamme zu entfachen. Tja.